Hallo, in diesem Video geht es um Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, christliche Gemeinschaft. Und es geht hierin auch in diesem Video um das Thema, wird es eine Kernbeißer-Community geben? Im letzten Video habe ich eine Standortbestimmung gemacht, und zwar eine Standortbestimmung von mir selbst, wo stehe ich, aber im Hinblick speziell auf diesen Kanal und auf die Kernbeißer Website. Diese Auseinandersetzung, eine Standortbestimmung zu machen, war notwendig, weil ich seit vielen Jahren diese Website und den Videokanal pflege und erweitere, und es haben sich ganz viele verschiedene Gedanken angehäuft. Und es soll eine klare Fokussierung geben, also es wird neu ausgerichtet werden, nicht weil ich etwas anderes machen will, sondern weil ich dem Raum geben will, was für mich heute wichtig ist. Und dann fragt sich natürlich auch, was dir wichtig ist. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, hier auf diesem YouTube-Kanal und auch im Newsletter direkt ab der Website. Und die Rückmeldungen waren vielseitig, es hat natürlich nicht jeder eine Stimme abgegeben, aber die Tendenz war klar ersichtlich, die meisten Menschen wünschen sich hier auf diesem YouTube-Kanal und auf der Website auf irgendeine Art mehr Austausch, mehr Gemeinschaft, mehr lebendige Gemeinschaft. Der Austausch, denke ich, das ist ganz menschlich, das ist ganz wichtig, das ist essentiell für unser Menschsein, dass wir uns austauschen können. Aber wird es deshalb hier auf dem YouTube-Kanal oder auf der Website eine Community geben? Darüber habe ich lange nachgedacht. Austausch und Gemeinschaft, natürlich, das ist wichtig, das gehört zu uns. Jeder möchte gerne austauschen, der eine gerne so, der andere so. Das ist alles wichtig. Es ist wichtig, über Themen, die einem interessieren, sich auszutauschen. Es ist auch wichtig, vielleicht Dinge im eigenen Leben zu reflektieren, und das gelingt einfacher und besser, wenn man das mit anderen Menschen macht. Aber muss deswegen ein Austausch hier auf diesem Kanal erfolgen? Muss ein Austausch vielleicht auf der Website kernbeißer.ch erscheinen? Muss es eine Community geben? Muss es einen Austausch geben, der in den letzten über 10 Jahren nirgendwo funktioniert hat? In den Kommentarspalten kommt es nicht zu einem Austausch, weil Leute so aufeinander zugehen. Und ich habe genug von den Grabenkämpfen. Ich mache nicht mehr mit. Ich spiele das Spiel nicht mehr mit. Es macht keinen Sinn. Und deswegen, wegen diesen Grabenkämpfen, wegen diesen verinnerlichten Vorstellungen, die in evangelikalen Kreisen überall nachzuvollziehen sind. Es geht um Schwarz und Weiß und richtig und falsch, und wer anders denkt als ich, den muss ich verketzern. Diese Ideen, die sind so stark da, dass ein Austausch genau bei diesen Themen eigentlich nicht möglich ist. Und ich möchte meine Energie, meine Ressourcen nicht für Grabenkämpfe opfern. Und deswegen gibt es weder hier auf dem YouTube-Kanal noch auf der Kernbeißer Website eine Community. Als ich vor einiger Zeit hier auf diesem Kanal die Frage gestellt habe, wie sollte man diesen Kanal weiterentwickeln, und auf der Website eine ähnliche Frage lanciert hatte und dann auf beiden Plattformen die Rückmeldung kam, dass man sich mehr Austausch wünschte, hatte ich bereits im Hintergrund auf der Kernbeißer Website eine komplette Community aufgebaut. Und zwar mit einer Struktur, mit bereits ersten Videos darauf, mit Texten, die nur in der Community erscheinen würden. Ich hatte viel nachgedacht und ich hatte einfach diesen Projekt schon mal gestartet mit der Idee, so kann ich herausfinden, was tatsächlich nützlich ist. Und die Rückmeldungen haben mir dann geholfen zu sehen, dass es tatsächlich wichtig war. Viele Menschen suchen Gleichgesinnten, und ich verstehe das. Wenn man zum Beispiel interessiert ist an Kaninchen oder an alte Motoren oder Wiesenblumen oder was immer auch, ferne Länder, irgendeine Kultur, irgendwas, dann sucht man gerne Leute, mit denen man das teilen kann. Ich verstehe das. Aber ich sehe die Gemeinde Gottes als eine Art Familie. Man wird hineingeboren, man wird hineingesetzt, man wird hineinberufen,
Und dann geht es darum, wie setze ich mit den Menschen hier auseinander. Denn jeder ist anders, jeder hat andere Ideen. Es gibt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten, es gibt Menschen mit verschiedenen Hintergründen, jeder hat die eigenen Geschichten gemacht. Und wie kann ich mich mit dieser Vielfalt auseinandersetzen? Also einerseits gibt es ja die Gleichgesinnten, das ist toll, dann gibt es aber die 99% der übrigen Menschen, die unterschiedlich sind, die nicht die gleichen Interessen haben. Und jetzt wünschen sich viele Menschen eine christliche Gemeinschaft, wo man genau über diese Themen nachdenken kann, die zum Beispiel hier auf diesem Kanal besprochen werden. Aber ich denke nicht, dass das sehr realistisch ist, das alles mit einer Gruppe von Menschen abdecken zu können. Ich denke nicht, dass das geht. Toll, wenn es gelingt, aber meine Erfahrung ist eine andere. Und da gibt es zwei Sachen. Für mich selbst habe ich das auseinandergezogen und gesagt, ich will einerseits gerne Gemeinschaft pflegen mit anderen Christen, egal was sie denken. Ich muss ja nicht meine Meinung über andere Leute hinüberstülpen und ich muss auch nicht erwarten, dass ich mit den anderen einverstanden bin. Nein, wir werden wie in einer Familie, wie in einer Gemeinschaft hineingerufen, sind denn da, aber die Menschen sind unterschiedlich. Das ist wertvoll, weil ich kann im Gegenüber erkennen, dass Gott ihn oder sie berufen hat und das verbindet. Und dann kann ich auch sagen, ja, aber wir denken unterschiedlich und das ist die Bereicherung. Es wird erst problematisch, wenn Menschen erwarten oder meinen, dass das alles gleichgeschaltet werden muss. Das heißt, meine Interessen, das ist an einem Ort geschrieben und die Gemeinschaft ist etwas anderes. Und ich trenne das im alltäglichen Leben. Ich gehe in eine Gemeinde und erwarte überhaupt nicht, dass alle Menschen gleich denken, aber es gibt einzelne Menschen, mit denen ich einen sehr, sehr guten, wertvollen Austausch pflege. Und dann habe ich natürlich einzelne Themen, mit denen ich sehr gerne auch mit Freunden mich austausche und das sind im Verhältnis wenige. Und ich erwarte nicht, dass sie so denken wie ich und sie erwarten nicht, dass ich auf ihren Zug aufspringe. Es ist ein Austausch, der gelernt werden will, worin Vertrauen herrscht, worin man einander stehen lassen kann, worin man einfach auch entdecken kann, dass vielleicht die eigene Sicht doch immer noch ein bisschen ein begrenzter Horizont hat und dann kann man lernen, im Gespräch mit anderen den eigenen Horizont zu verbreitern. Und das nenne ich eine Lernkultur. Und ich wünsche mir natürlich, dass in christlichen Gemeinschaften immer mehr Lernkultur Einzug hält, damit immer mehr Menschen gleichwertig über Themen reden können, ohne sofort sich für richtig oder falsch entscheiden zu müssen. Und das war dann eine ganz große Änderung gegenüber einer vorherrschenden evangelikalen Kultur, wo es nur um Schwarz und Weiß geht, nur um richtig und falsch, um bestimmte Merkmale, die man unbedingt glauben muss, um bestimmte Haltungen, die man unbedingt leben muss, ohne dass man das hinterfragen darf. Und eine Lernkultur wäre etwas anderes. Und ich wünsche dir und mir eine Lernkultur. Wir leben in einer spannenden Zeit. Es ist vieles im Umbruch. Und im Umbruch ist unsere Gesellschaft, ist unsere ganze Welt. Im Umbruch sind auch die Kirchen, sind auch Freikirchen. Und ich denke, dass wir in einer Art Dazwischenzeit sind. Also zwischen alten Vorstellungen und neuen Vorstellungen. Und das trifft auch für Glaubensgemeinschaft zu. Es ist also richtig, wenn man Fragen hat, denn diese Fragen, die man hat, die kann man versuchen umzusetzen und probiert damit Neues aus. Und es ist nicht die Frage, ob alles bleibt, wie es war, denn das ist genau nicht der Fall. Die Kirchen, die laufen leer, Freikirchen laufen ebenfalls leer, nicht überall, nicht für alle gleich, aber es ist eine Tendenz, die ganz klar sichtbar ist. Also christlicher Glaube ist am Rande der westlichen Gesellschaft angelangt. Und viele Menschen haben diese Ideen nicht mehr, die man vor 100 Jahren noch hatte, dass man automatisch zur Kirche geht, dass es dort einfach richtig ist. Man wählt eine Kirche und ist dann daheim. Diese Ideen sind vorbei und wir leben in einer Dazwischenzeit und die Frage ist, wie es weitergeht. Und die Frage zu stellen, das ist, denke ich, eine gute Art, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und wünscht man sich eine Gemeinschaft, dann kann man das einfach als offene Frage stellen und
dem auch nachgehen, mit anderen Menschen darüber zu reden. Nicht einfach fokussiert auf, ich will genau diese Idee, diese Lehre, dieses. Ja, dann ist man immer noch in dem alten Denken, in dem evangelikalen Schwarz-Weiß-Denken, wo Menschen aufeinander losgehen und man will einfach an der sicheren Seite sein, sondern offen zu fragen und zu überlegen, wo kann ich dann dazugehören, wo kann ich über wichtige Fragen reden, was benötigt es denn für eine Gemeinschaft? Was benötigt es für Offenheit? Und man kann sich versuchen, das selbst einmal auszumalen für die eigenen Gedanken. Was für eine Gemeinschaft wünsche ich mir? Manche Menschen, die wünschen einfach nur Konsum, die wollen ein altes Kirchensystem, wo einige Menschen zuständig dafür sind. Man geht hin, man tut seine Pflicht, geht wieder raus, muss eigentlich nichts beitragen, außer vielleicht ein paar Moneten am Ende des Monats. Aber das ist nicht alles. Es ist die Frage, wie möchte man ein authentisches Leben führen? Wie möchte man eine authentische Gemeinschaft bilden? Dafür Fragen zu stellen in der heutigen Zeit führt vielleicht zu anderen Antworten als vor 100 Jahren. Und das wäre auch angemessen. Es geht nicht um den Inhalt des Glaubens, es geht um die Art der Gemeinschaft, der Community. Und was heute wichtig ist, das können wir nur selbst versuchen, auf die Spur zu kommen und dann mutig einen Schritt um den anderen vorwärts zu machen.